Willkommen in Barcelona. Hier gibt's nicht nur Paella und Tapas. Heute zeige ich dir das Dessert, für das ganz Spanien nach Barcelona kommt, die legendäre Crema Catalana. Aber vorher probiere ich Croissants, die besser sind als in Paris, entdecke verrückte Streetfood und ja, sogar Seeigel. Bereit? Dann lasst uns Barcelona aufessen. In Barcelona angekommen, führt mich mein erster Weg zur berühmten Kathedrale. Gleich danach, nur wenige Meter entfernt, kehre ich ein in ein Restaurant, das für seine Meeresfrüchte Paella sehr bekannt ist. Nach der originalen Paella in Valencia dachte ich mir, warum nicht auch die mit Meeresfrüchten probieren. Mein Fazit: klein, überteuert, lecker, aber kein Vergleich zu der originalen Paella aus Valencia, die draußen auf offenem Feuer zubereitet wurde. Beim Erkunden der Stadt fällt mir auf der Rambla sind auffällig viele Bulgaren unterwegs, die Touristen abzocken. Wenn die Polizei kommt, verschwinden sie blitzschnell, weil sie illegal hier sind. Die Rambla selbst ist spannend, besonders abends verwandelt sie sich in eine lebhafte Gastronomiezeile mit Zelten, Musik und Trudel. Aber Achtung, Wertgegenstände sichern, denn hier gilt: gucken, gucken, nix gesehen, zap, zarab, auf Wiedersehen. Diese Straße hier führt direkt zum Strand. Es ist März, das Meer ist noch zu kalt, um zu baden, aber das Rauschen wirkt unglaublich beruhigend. Dann passiert etwas Seltsames. Ich begegne einen Dementor, keine Sorge, ich setze ihn mit Expecto Patronum Schachmatt. Zur Belohnung gönne ich mir dann gebratenen Lachs für stolze 24 Euro. Eine Mini-Portion, das ich dann auch noch selber würzen muss. Typisch Touri-Restaurant. Nächstes kulinarisches Ziel: eine Ensaimada, ein typisch katalanisches Gebäck mit Puderzucker ohne Füllung. Schmeckt ein bisschen wie Fartons, die ich in Valencia in Horchata getunkt habe. Und sagt mal ehrlich, mit meinem weißen Bart sehe ich nicht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann mit Migrationshintergrund? Ich entdecke eine riesige Bäckerei, durch Fenster kann man den Bäckern zuschauen, sie setzen den Teig selber an, bearbeiten jedes Stück von Hand. Besonders beeindruckt mich die Frau, die den Teig für die Croissants rollt. Croissants sind hier offenbar das Markenzeichen. Ich bestelle ein Croissant mit Schokoladenüberzug für 5,10 € und es ist wirklich ein Traum. Luftig, aromatisch, perfekt gebacken und als Überraschung verbirgt sich innen noch eine herrliche Schokoladencreme. Absolute Empfehlung. Hier sieht man auch die Baguettebäcker bei der Arbeit, die Handgriffe sitzen, auch die Tücher und wie sie die Baguettes einrollen, sind richtig professionell. Ich habe auch ein Baguette-Rezept auf meinem Kanal aus der Kochausbildung. Es ist eines meiner besten Videos, weil du in nur 2 Stunden ein fertiges, perfektes Baguette auf dem Tisch stehen hast. Nach dem Croissant fahre ich quer durch die Stadt zum Parc Güell, nur um festzustellen, dass man mindestens 2 bis 3 Tage vorher buchen muss. Ärgerlich. In einem kleinen, sehr lokalen Restaurant probiere ich das berühmte geröstete Brot mit Tomate und Olivenöl, für mich gerne mit Aioli. Diese Aioli schmeckt hier richtig gut, obwohl sie nicht nach dem klassischen Rezept gemacht ist, sondern mit Milch. Es folgt Canelones de Espinacas, ein überbackenes Spinatgericht mit Fisch, aber etwas fehlt mir noch: der Nachtisch. Also ziehe ich weiter und finde endlich die heiß ersehnte Crema Catalana. Frage an die Koch-Azubis: Was ist der Unterschied zwischen der französischen Crème Brûlée und dieser Crema Catalana? Schreibt es mir unten in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Die Oberfläche ist schön hart karamellisiert, das Innere cremig und nicht zu süß. Ein echtes Highlight. Ich hake sie auf meiner Essensliste zufrieden ab. Weil ich hier zu lange rumsitze, gönne ich mir noch kleine frittierte Meeresfrüchte-Snacks und mache mich dann auf den Weg zu stundenlangen Erkunden durch den Bazar. Diese frittierten Oschis sind es nicht wert, gekauft zu werden, da ist viel zu viel Teig und viel zu wenig Füllung drin, dadurch sind sie richtig trocken im Mund. Hier gibt es alles: Salate, Muscheln, Garnelen und lebendige Hummer. Schaut mal auf sein Auge, es bewegt sich. Wenn euch Hummer interessieren, schaut unbedingt mein Hummer-Video an. Neu für mich selbst sind Seeigel, 5 € pro Stück. Der Händler ritzt sie an, schneidet mit der Schere im Kreis, öffnet sie sorgfältig, säubert sie und gibt Zitrone dazu. Mein erster Eindruck war: schmeckt wie Kaviar. Mein zweiter Eindruck: nein, schmeckt nicht wie Kaviar, es ist einfach nur widerlich. Zum Abschluss esse ich bei Mustafas Gemüsekebab einen German Döner. Ganz okay, aber kein Vergleich zu einem echten deutschen Döner. Barcelona ist meine 4. spanische Stadt.
Morgen fliege ich weiter nach Mallorca, um meine kulinarische Spanienreise fortzusetzen. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere jetzt meinen Kanal.